Der Wagen des Konsuls. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good, get going. Das ist aber einer kurz angebunden. Naja. Better go earn our pathetic wages. Ja. Jacobs Hinterhof untersuchen. Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car rack. An abandoned vehicle. We catch all the good ones, huh, Phelps? Ja. Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You were on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. Ah, ich weiß nicht, ob wir die Welt retten, wenn wir einen verlassenen Packard uns anschauen. Naja gut, ist vom Konsul. Wir gucken mal ganz kurz, gibt es hier noch irgendwelche Vehikel? Was ist denn hier los? Schauplatz eines Straßenverbrechens. Vielleicht fahren wir da mal erstmal kurz hin. Ist er jetzt angezeigt? Ist er gleich um die Ecke? Wo ist denn eigentlich mein super duper Sportwagen? Wir machen erstmal schnell das Straßenverbrechen. Wie gesagt, ist er hier gleich um die Ecke. KGPL to any unit, to 459, they're now at 267 South Main. Unit to handle code 2 identified. 11K responding. Go ahead, KGPL. So müsste er irgendwo hier sein, oder? Kisten füllen leicht gemacht. Find you all and eat you. Yes, sir. Damn! Why did you places have so much preparation H? Ooh, wee! Benny's giving me speed. Get the hell down from there, you lunatic! Schnell, schnell, schnell. Gucken, ob wir ihn kriegen. Sieht auch aus wie ein Kriegsveteran. Zumindest, wenn ich mir sein T-Shirt angeguckt habe. Really need to lay off the pills. All right, you really want to dance? Errungenschaft auf der Hut. Wir haben es noch kurz gesehen unten. Die habe ich bekommen und das weiß ich noch, weil ich einen Nahkampf quasi beendet habe, ohne meinen Hut zu verlieren. Ist quasi so, wenn wir einen Schlag kassiert hätten, würden wir gleich den Hut verlieren und das konnten wir umgehen. Ich mache nochmal ganz kurz was anderes. Sorry. Ja, okay, jetzt haben wir hier nur ein Auto. Ich würde gerne meinen Fuhrpark ein bisschen erweitern. Oh, indem ich einfach ein paar Autos knacke. So, ich weiß nicht, ob wir den zum Beispiel schon hatten. Nein, Packard Clipper 6. Das ist derselbe. Das dürfte auch ein... Hey, hier stehen überall die gleichen Autos rum. So, Bukowski. Wo willst du denn hin? Bukowski! Einsteigen. Oh, Dicker, steig ein. Wir essen warm. Danke. Meine Güte, der Bukowski. So, Vorsehen. Da drüben wäre noch mal ein anderes Auto. Oh, das geht nicht. Das geht nicht. Wie
kommen wir denn? Da kommen wir hoch. Ja, hier rechts ist auch wieder die Polizei. Also unsere Station. Und wir müssen... Ja, Entschuldigung. Hier irgendwo hin. So, hier rechts oder so. Ach, hier. Jacobs Hinterhof. 14 Uhr. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Car's down the alleyway, detectives. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle? Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Dann gucken wir uns doch mal ein bisschen um. So, hier haben wir gleich ein Polizei... Telefon? Achso, das war die Melodie für einen neuen Tatort. Ja, Bakowski ist eine Flasche. Ich glaube nicht, dass wir hier so viel finden. Wir gehen erstmal zum Auto an sich. Warte. Doesn't look like anything. Aha. Bei dem Kollegen davor war es schon wichtiger. Empty. Empty. Okay, lassen wir auch einfach offen, ne? Kalifornische Fahrzeugregistrierungsbehörde. Das hier beschriebene motorisierte Fahrzeug ist hiermit registriert für den Gebrauch und Einsatz laut den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung. Gültig bis März 48. Kennzeichen bla bla. Argentinisches Generalkonsulat. Ah ja. It's owned by the Argentinian embassy. Argentinien? Echt, heißt das so? Argentinian Embassy. Ja gut, es hängt auch die argentinische Flagge vorne dran. Oh, Kennzeichen ist ab. Und das Rad ist geklaut. Stealing the wheels is for amateurs. Car ring would have stripped it in a warehouse. Ja, sieht ein bisschen simpel aus. Hier liegt noch was rum. Eigentum von Dewey Bros Packard. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Okay. Baseball und... Okay, Müll. Ach, der bindet sich die Schuhe? Okay. Hat sie denn was gesehen? Scheint er hier auch zu leben. Ey! I don't know why you're doing that, buddy, but I wish you'd stop. Okay, unwichtige Person. Der Rest ist anscheinend auch nicht wirklich wichtig. Kann ich hier noch was machen? Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Thanks, ma'am. Okay, also das hätten wir schon mal. Die Adresse der Dewey Brothers. Oh, da liegt noch ein Baseball-Bat. Aber ich denke, der wird eher zum normalen Spielen gebraucht worden sein. Naja. Don't think this is any use to us. Dann unterhalten wir uns doch mal mit dem Kollegen von der Bank, der irgendein Arschloch sein soll. Oswald Jacobs? That's right. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on.
I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Mhm. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Glaube ihm das? Irgendwie nicht, aber okay. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, "I'll call the cops." So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Okay, verdächtige Latinos. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't no law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Nö, können wir auch nicht. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Oh Gott, okay, ganz kurz die Pixelfeuer. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. Okay, na das hilft uns doch schon mal. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Das stimmt doch auch nicht. Warte mal. Haben die noch irgendwas anderes genommen? Das stimmt nicht. Also ist auf jeden Fall eine Lüge, weil sie haben auf jeden Fall auch das Kennzeichen mitgenommen. Why did you take the license plate? Me? What would I do with license plates? You saying I have them? You're off the hook. For now. Ja gut, dann zweifeln wir mal an. Right. So what did you take, Jacobs? Do you want my partner to pat you down? I found a notebook in the glove compartment. I was going to show you. It's on the chair on my porch. Ach ja, kick mal einer an. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, maybe you could come back and do something about those kids. How about we bring you an umpire's mask? Ah ja. Ach, das hat er die ganze Zeit gelesen. Der kleine Schlawiner. Terminplaner Juan Francisco Valdez. Okay, irgendwelche Telefonnummern und Namen. John Madsen. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Henry Groove, Stanley Mercer, Walter Marshall, Ben Brown, Teddy Hopper, Jimmy Corbett, Sammy Muller, Freddie Applegard, Mark Bonbons, Danny Marstrom, Miguel Fabian, olivenfarbene Haut. Ja, ich glaube, wir verstehen's. Nächste Seite. William Dewey, kick mal einer an. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Ja, ach, er geht nochmal alles durch. Okay. Angelic features, but feisty. Okay, gut. Also, William Dewey haben wir also auch drin. Dann sind wir hier durch eigentlich, oder?
Ich kann noch mal was abfragen. Okay. Ich weiß gerade nicht was. Aber Cole Phelps wird es uns schon sagen. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Messages for me, please. There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks for your help. Da haben wir doch mal ein bisschen mehr, was wir tun Can you können. cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. We can visit the Packard dealership or head back to Central and interview this Valdez character. Your call. Wir fahren erstmal zu den Valdez Brothers, würde ich sagen. Guck gerade, ob ich hier vielleicht noch irgendeinen anderen Wagen nehmen kann. Ausleihen möchte ich es nennen. Ja, Packard-Händler. Gucken wir mal auf die Karte. Lädt heute sehr lang die Karte, warum auch immer. Wir sind... Wo sind wir denn? Ach, hier. Dann rechts und die 6. wieder rechts. Okay. Mal sehen. Oh, hier ist eine Baustelle. Entschuldigung. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more and I'm gonna go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Oh. Neues Wahrzeichen entdeckt. Was soll ich denn eigentlich? Way too close. X drücken. Entschuldigung. You're not the only one in the street. Ich wollte doch nur das Wahrzeichen mir anschauen. Es tut mir doch leid. So. Oh. Und dann nur noch links und dann sind wir da. Bei den Dewey Brothers. Beziehungsweise bei der Werkstatt. Muss jetzt hier links sein und dann irgendwo auf der linken Seite. Autohaus Dewey Brothers. 14:23 Uhr. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model 4-door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective, but I know how we can find out. Follow me. Okay, follow me, er zeigt nach hinten und geht in die andere Richtung. Komisch. Aber Hauptsache er bringt uns dorthin, wo uns geholfen wird. Ich meine, sind We doch noch... keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest.
You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do. Ist gerade Zufall, dass er... Ja, ist gerade Zufall. Dass er immer die richtigen hinhängt. Ja, sorry, eins nach unten. That's not right. Ja, das ist mir klar. So. Cole fällt. Ich denke, wir sind uns einig, welcher fehlt. Gabriel Delgado is missing a 3/4. Who is Gabriel Delgado? Okay, der Hammer ist, glaube ich, unwichtig. It would take a smarter man than me to connect that. Need to connect that. Das ist auch nicht das richtige Kennzeichen. Don't think this is anything. Ah, ich habe leider vergessen, wie das Kennzeichen hieß. Ja, ja. Das sind aber auch alles nicht die richtigen, ne? No good. We need diplomatic plates. Ja. Okay. Können wir uns mit ihm unterhalten? Wer auch immer er hier unten ist. Hallo? Hallo? Ist auch ein bisschen creepy, dass ich einfach neben ihm irgendwas in die Hand nehme. Hallo, kann ich nicht mit dem reden? Ja, super, geht nicht. Warte mal. Mülltonne ist leer. Okay. Ja, gut, dann reden wir nochmal mit ihm, würde ich sagen. Hey. If you don't mind, we have a few questions. Verbindung zu Valdez. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Ich überlege gerade. Mal kurz ins Notizbuch gucken. Also, wir haben den gestohlenen Packard. Als zerlegt gemeldet. Okay. Fahrzeugschein. Fehlendes Nummernschild. Fehlendes Rad. Gestohlener Schraubenschlüssel. Alter Ford. Valdez Notizbuch. Ja. And I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. Okay, wir konfrontieren ihn mal mit Valdez Notizbuch. We found your contact details in Valdez's notebook. He had to be calling you for something, Dewey. Okay. So I met Valdez in a bar. We cut a deal. He bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. Gib mal einen an. Where can we find Delgado? I don't know. Sure as hell isn't here. Ja, okay, er lügt. Address, Dewey, or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3, 103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. Kingdom Come, Deliverance oder was? Schraubenschlüssel bei Autodiebstahl benutzt. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. Ich brauche mal Intuition. Eine Antwort entfernen. Uff. Oh Gott, ich glaub ihm mal. So that's it? Like I said, the workshop's too close to the street. It's difficult to keep an eye on it. Ja, scheiße, war falsch.
Ah. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Seems like you just don't know who you can trust these days. Going to movies, Dewey. You're missing your calling. We really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head back to the empty lot. Was? Wieso müssen wir nochmal zurück? Was? Komm her. Warte mal, wo ist Delgados Wohnsitz? Also ich glaube zwar so ein bisschen, dass der Diplomat da auch gar nicht so unschuldig ist, ne? Also haben wir ja auch schon gehört. Ja, dann fahren wir erstmal zum... Was? Jacobs Hinterhof? Nee, Quatsch, zum Polizeirevier. Ist ein bisschen näher dran. Und ey, und dann gucken wir mal, was der Diplomat zu sagen hat. Dem müsste eigentlich auch daran gelegen sein, dass wir das Ganze irgendwie unaufgeregt klären. You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension is Z. So things will be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. In God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talkies in color. Look what we have now. Okay, dreidimensionale Filme. Das war ein Polizeiauto, ne? Was ich gerade gerammt habe? Naja, ist egal. Ich hoffe, die Kollegen haben mich erkannt. Oh, alter Schwede. Wo ist denn hier Polizeirevier? Ach, hier geht's bergab. Ich wollte gerade sagen. I wouldn't feel safe in it. Entschuldigung. Ecke First and Hill. 1445. Do we have a Juan Francisco Valdez in for questioning? Sure do, Phelps. Your bird's an interview, too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. I'm telling you, it'll never stick, and you'll get roasted. Ah, quatscht der jetzt schon? Interview Room 2. About time. Are you the senior officer I requested? I'm Detective Phelps, and this is Detective Bukowski. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate, and you keep me here like a common criminal. All right, friend. Let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Consul General. I insist on my full title. Oh, das wird ja schön. Halterliste des Packards. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano-Suiza brought up from Buenos Aires. Das ist doch eine Lüge, wissen wir doch, ne? You're lying, Valdez. You made the arrangements for the car. Call the embassy. I decided the color and model, but was not involved in the transaction. Hä? Er hat's doch erzählt. Ya basta! I will stand no more of this. Hä? Hab ich mich da verhört? Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consular garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, Your Worship. You have a pretty good idea who stole the car, don't you, Consul General? Are you going to tell me, or do I shake it out of you? There's no call for violence. I suspect a disgruntled boy from the car dealership. You have a name for this kid? Gabriel.
Like the archangel. I have no surname. Ja, den kennen wir ja schon. So tell us about this kid, Gabriel. You had a run-in with him? Mecánico. A presumptuous young man who did not know his place. He presumed to ask me questions. We do a lot of presuming here in the United States, Consul General. It comes with the turf. Na, da ist aber mehr dran. So a Consul General gets in a public row with a junior car mechanic. You expect me to believe that that's all that happened? I expect you to draw your own conclusions. And to discontinue this aggressive behavior. Oh, das war ja I'll be nicht talking gut. to the gangster squad about you, Valdez. They're gonna love your diary. Let's nail this kid Delgado and wrap this thing up. Das war ja gar nicht mal so erfolgreich, das Verhör. Finished with Valdez. Thank God. I'll get rid of him in a couple of hours. Ja, das ist okay. I mean, you know you've made it if you got that desk. Also ich glaube ja, dass der irgendwie da mit drin steckt, der Valdez. Also der Generalkonsul. Wir klauen uns mal, wir borgen uns. I heard he's an honest cop. Mal ganz kurz diesen hier. Sogar ein Viersitzer. Haben wir den schon? Nein. Chevrolet Fleetmaster Cabrio. Wo ist denn? Orte Delgados Wohnsitz. Vielleicht hätte ich auch erst dahin fahren sollen. Naja, hinterher ist man immer schlauer. Nee, da will ich nicht hin. Fahren wir mal ganz kurz den Berg hoch. Eieiei, der hat aber einen Wendekreis hier. Entschuldigung. Verkehr ist hier auch wieder sehr, sehr schlimm. Oha, das war sehr knapp. Und hier irgendwo muss der Junge wohnen. Wahrscheinlich das hier, oder? Ah, okay. Gut, wir hätten von vornherein gehen müssen. Steht unser Auto denn jetzt hier? Ja. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel hasn't already flown. The Archangel. What the hell is this guy doing? Isn't that the cop who solved the big case and got promoted? Ja. Hallo? What's going on? Aha. An Englishman and an Irishman was walking to the bar. Na gut. Habt ihr Glück gehabt. Ach so. Ist das ein Apartment oder was? Hello. Yeah. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Miss Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Da wird mich doch nicht jemand anlügen? Hm? Oder? So how far along are you, Anna? Okay. Okay. Nearly 20 weeks. Right. So how's it gonna be when you ja. labor? Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. You are wrong Certainly about Gabriel's Gabriel. pride and joy. He will be a good father. Kann man das Already umdrehen? he works hard to provide for us. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. Oh, ja. Unwichtig. Serving breakfast for two? Ach, na Anna? klar. Should have cleared up. Ja, das ist natürlich richtig. Breakfast for two. Was haben wir hier? Notizzettel? This doesn't pertain to the case. Okay.
Das sieht auch nicht wirklich wichtig aus. Ich weiß, was soll das sein? Okay, keine Ahnung. So. Hier liegen aber auch noch Klamotten für einen Mann rum. We really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head back to the empty lot. Das ist doch die Nachbarwohnung, oder? Hey, keep it down, would you? My little girl just got to sleep. Ist doch gut. Argentinien Embassy? Ach so, okay. Kann sein, dass das auch selber Argentinier sind. Motiv für Autodiebstahl. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricón that he is a man. Okay. Das erklärt jetzt aber trotzdem noch nicht, wo er ist. Also ich meine, er muss ja irgendwo hier sein. Okay, ist noch eine Tür. Mhm. Kick mal einer an, das ist ein Schuppen. Wollen wir uns doch mal kurz den Schuppen angucken. Hat auch noch eine goldene Türklinke. Scheiße, ist auch nicht. Das ist doch das Kennzeichen, oder? Diplomatic license plates. Alter Schwede, hat er so viele Autos geklaut? Ja gut, der ist unwichtig. Unwichtig. Cole. Phelps. Ah, kick mal Reifen. Looks like Valdez gets his wheel back. Ja. Okay, haben wir. Was jetzt aber trotzdem noch nicht erklärt, wo der Typ ist. Das gibt's doch nicht. Kann ich doch mal mit ihr reden? You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Das ist eine Lüge. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Das ist eine Lüge und das weiß sie ganz genau. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Anna. Kann ich eigentlich mit... Ja, Frühstücksteller. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. Na? He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what and I don't want to know. I love him. Okay, gefundene Diplomatenkennzeichen. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Na. Then tell us where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. What? We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Start line. That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an eye for fine art. Aber das erklärt doch nicht... We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get them off the streets. Aber das erklärt doch überhaupt nicht, warum er... Was wollt ihr denn eigentlich von mir?
Hallo. All these people are vultures, officer. But you can tell me what's going on. Ah ja, ganz bestimmt nicht. Das erklärt doch aber nicht, warum er nur die Reifen klaut und nicht gleich das gesamte Auto. Wenn er heiß auf Straßenrennen ist. Ja, vor allen Dingen, dass die Reifen dann auch einfach in Schuppen stehen. Das macht irgendwie noch keinen Sinn. Also ich verstehe das Motiv gerade noch nicht, warum er klauen sollte. So, wo sind wir denn? Also, wir nehmen die First Street Left und dann immer geradeaus und dann müssen wir mal gucken. What kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cars? Pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? Because we shut one of these races down. Oh, I knew I should have driven. Ja, Entschuldigung, Bukowski. Bin aufgeregt, weil ich gleich ein Autorennen fahren muss. Down, another one springs up somewhere else. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, you're calling them. I've had enough of those to last me a lifetime. Mal gucken, wie wir da überhaupt hinkommen. Okay. Wir folgen erstmal auf der Straße. Bleifuß, Errungenschaft. Okay. Achso, ihr seht es ja auch diesmal. So, ich muss auf jeden Fall jetzt hier abbiegen. Gucken wir mal. Kommen wir hier durch? Ja. There's the red Ford. That's Delgado right there. Quick! They're getting away! Phelps, 1247. Dann holen wir uns mal den roten Kollegen. Reports of an illegal street race. Stay on Delgado. Oh, lasst mich in Ruhe! Alter! Wo kommt der denn jetzt aber immer her? Delgado is our boy. Forget the others. Okay. Oh. Getting away. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass hier noch was kommt. Nee. Enough games, Phelps. Take this guy out. Ich komm nicht ran. Step on it, Phelps. Take him out. Ich komm nicht an ihn ran. Oh, komm an ihn ran. Ja. Oh. Oh mein Gott. Ich komm nicht an ihn ran. Lay into his wheel arches. Come on. Oh, das sieht man nicht. Wo ist er denn? Da ist er. God damn it, Cole. Hold it steady. Ich komm nicht ran. Wie realistisch war das denn gerade? Gabriel Delgado, you're under arrest for Grand Theft Auto. Fuck you, puto! You should speak to the maricón. Valdez, I showed him. Now who's a man? I should have burned his fucking car. You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That, Detective Phelps, is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. The Consul's Car. Oh, sehr gut. 4 Sterne. Gefundene Hinweise 14 von 17. Echt? 3 haben wir nicht gefunden.
Und Fragen richtig 10 von 13. Ja, da war der argentinische Generalkonsul Juan Valdez bekommt seinen Packard fast ohne Kratzer zurück. Ja, das ist richtig. Ich hätte bei ihm auf jeden Fall noch, naja, ich weiß nicht, ob ich bei ihm hätte mehr rausfinden können. Schwierig, aber wir haben es geschafft. Und das mit 4 Sterne. Sehr schön.